freue mich, vor euch zu stehen. Ich freue mich, das Wort Gottes mit euch zu erforschen, besser zu verstehen, prägen zu lassen. Und wir kommen zurück in Jakobus, wo wir vor einem Monat oder so aufgehört haben. Jakobus 2. Und es geht heute um Nächstenliebe, Freiheit und Gericht. Nächstenliebe, Freiheit und Gericht. Jakobus 2, 1 bis 13. Meine Brüder, habt den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn, der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eurer Versammlung ein Mann mit einem goldenen Ring und in einem herrlichen Gewand kommt, es kommt aber auch ein Armer in einem unsauberen Gewand, und ihr schaut auf den, der das herrliche Gewand trägt, und sagt zu ihm, setze du dich bequem hierher, und sagt zu dem Armen, steh du dort, oder setz dich unter an meinem Fußschemel hin. Ist es recht, dass ihr einen solchen Unterschied bei euch selbst macht und nach bösen Gedanken richtet? Hört zu, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch gewalttätig behandeln und euch vor Gericht ziehen? Verlässt nicht sie den guten Namen, der über euch genannt ist. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann handelt ihr richtig. Wenn ihr aber die Person anseht, sündigt ihr und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt in einem Gebot, der ist ganz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht morden. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, mordest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. So redet und handelt entsprechend, als solche, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Es wird aber ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Und vielleicht scheint das uns selbstverständlich, dieses Beispiel, und wir denken, ja, das hätte nicht bei uns passieren können. Wir würden nicht so jemanden verachten, wie wir hier lesen. Aber irgendwie war es ihnen nicht so selbstverständlich, oder mindestens haben sie es nicht so schlimm gefunden, dass Jakobus so sie ermahnen hier musste. Und auch zwar mit so einem Vergleich, dass es ist genauso hier Sünde, als ob du Ehebruch begangen hättest. Genauso Sünde. Was vielleicht, da haben sie gedacht, eine Kleinigkeit war. Es gibt auch, und ich habe schon gesagt, es geht hier um Nächstenliebe, es geht um Freiheit und es geht um Gericht, was wir in diesen letzten Versen und in 12 und 13 da lesen. Es gibt auch ein Beispiel, eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Das ist in Lukas 10 gelesen. Lukas 10, 25 bis 32. Der barmherzige Samariter. Und sieh, da stand ein gewisser Gesetzgelehrter auf, versuchte ihn und sagte, Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Er sagte zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet, tu das, dann wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sagte zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn, gingen davon und ließen ihn halbtot liegen.
Es geschah aber zufällig, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Genauso auch ein Levit. Als er an den Ort kam und ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dorthin, und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, verband ihm seine Wunden, goss Öl und Wein darauf, hob ihn und sein Tier und führte ihn in die Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Morgen, als er weiterreiste, zog er 2 Denare heraus, gab sie dem Wirt und sagte zu ihm, pflege ihn, und wenn du mehr ausgeben wirst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen 3, denkst du, ist dem, der unter die Räuber gefallen war, der Nächste gewesen? Er sagte, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh hin und mach es genauso. Ich finde es interessant, dass in beiden Fällen Barmherzigkeit ist betont. Wir reden über Nächstenliebe, aber dann in beiden Stellen Barmherzigkeit. Und vielleicht denken wir schon, ja, ich habe Nächstenliebe. Ich hasse niemanden, sind normalerweise freundlich, mindestens nett. Ich tue nichts Böses, ich habe keine bösen Gedanken über meinen Nachbar oder so. Aber haben wir Barmherzigkeit? Würden die Menschen uns als barmherzig beschreiben? Der Mensch, er ist barmherzig. Denk daran, wann war der letzte Mal, als du etwas Barmherziges gemacht hast? Siehst du ein Muster in deinem Leben, wo du barmherzig gewesen bist? Wo du denkst, okay, ja, da war ich barmherzig, oder ist das eigentlich schwierig zu denken, okay, barmherzig, ich weiß, manchmal vielleicht fühle ich mich ein bisschen traurig, wenn ich die Sachen sehe, die in der Welt passieren, hoffentlich, aber diese Barmherzigkeit auf der Straße mit den Menschen, ist okay. In den Städten gibt es viele leidende, viele traurige Situationen. Kein Problem. Barmherzigkeit. Ja, Barmherzigkeit. Und ich mache kein Gesetz. Ich sage nicht, gesetzlich barmherzig jetzt. Jeder Mensch, den du siehst, musst du barmherzig sein. Du musst immer, wenn du jemanden da siehst, du musst immer Geld geben. Das sage ich hier nicht, aber ich sage, wenn es nie passiert, wenn du im Jahr 100 arme Leute gesehen hast und niemals etwas ausgegeben hast, niemals ein Stück Brot für ihn gekauft hast, was sagt das? Das sollte eine rote Fahne hinaufbringen. Bin ich barmherzig? Der Herr will, dass wir barmherzig sind. Ich finde es interessant, wenn man im Alten Testament liest, diese Verse, die in Jakobus sind, diese 2 Gebote, die sind aus den 10 Geboten. Und aus den 10 Geboten gibt es 5 Gebote, die mit Nächstenliebe zu tun haben. Und es gibt andere Gebote im Alten Testament. Wie gesagt, die Nächstenliebe ist zusammenfasst, das alte Gesetz. Es fasst es zusammen. Aber man kann leicht das Gesetz erfüllen, ohne barmherzig zu sein. Man kann viele von diesen Sachen tun, ohne dass man eigentlich barmherzig ist. Und es gibt ein paar, wo du denkst, ist das wirklich möglich? Zum Beispiel der Weingartner, oder einfach der Bauer, dass er nicht mehrmals durch sein Feld geht, dass er ein bisschen lässt für die armen Leute. Man kann das auch gesetzlich durchführen. Wo wirklich, ich weiß, was im Gesetz steht, so tue ich das. Aber eigentlich ist es mir egal, wie es bei den armen Leuten geht. Kann man so denken. Aber als Christen, das soll nicht der Fall sein unter uns. Die Frage dann, sind wir barmherzig? Lieben wir unseren Nächsten wirklich mit Treu, mit echtem Herzen? Und wenn nicht, dann wie kann man das tun? Ich glaube, was da in Jakobus steht, mit diesem Gesetz der Freiheit, hat damit zu tun. Die Frage ist, sind wir befreit?
sind wir in Christus befreit? Oder denken wir mehr über uns selbst? Gehen unsere Gedanken über uns, wie es uns geht? Was haben wir vor zu tun? Was sind unsere Ziele? Wie viel Geld habe ich? Ich will mehr. Worum geht es? Geht es um uns? Oder sind wir befreit, an anderen zu denken? Sind wir befreit in Jesus? Lass uns lesen, was 2. Korinther 3 bis 6 und 17 bis 18 sagen. Mit diesem Gesetz der Freiheit. 2. Korinther 3 bis 6. Paulus schreibt an der Korinther in Vers 3, ihr habt euch als Brief Christi erwiesen, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinernen Tafeln, sondern in fleischenden Tafeln des Herzens. Solches Vertrauen haben wir aber durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir aus uns selbst fähig sind, etwas zu erdenken, außer aus uns selbst, sondern unsere Befähigung kommt von Gott, der uns auch befähigt hat, zu dienen, des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und ich überspringe bis 17. Denn der Herr ist der Geist. Und wo der Geist der Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel, und werden in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ganz so wie der Geist des Herrn wirkt. Und ich wiederhole, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und das ist die erste Frage. Haben wir den Geist des Herrn? Haben wir Jesus angenommen? Haben wir an ihn geglaubt? Ist sein Geist in unseren Herzen ausgegossen? Wenn wir den Geist des Herrn haben, dann haben wir Freiheit. Aber dann haben wir eine Wahl, jeden Tag in ihm zu wandeln, jeden Tag ihm zu vertrauen, jeden Tag im Geist zu wandeln. Das ist eine Wahl. Und oft betrügen wir den Geist und wir wandeln nicht in ihm. Wenn man an diese Geschichte denkt, was hat es gehindert, sie barmherzig zu sein? Mit den Priestern und Levit, zu ihnen war dieser Mensch kein Wert. Er war Samariter. Er war ihnen egal. Und es kann so auch bei uns Menschen geben, die, was haben sie für mich getan? Oder sie sind schon aus der gesellschaftlichen Ansicht niedrig betrachtet. Es wird auch Zeit kosten. Es wird auch Geld kosten. Vielleicht oft ist es, dass wir nicht bereit sind. Was hindert es, dass wir barmherzig sind? Was hindert es, dass wir im Geist wandeln? Ich glaube oft, es hat damit zu tun, dass ich lieber meinen Willen tun, als den Willen Gottes. In diesem Moment würde ich lieber was tun, was ich denke mir Freude bringen wird, als Gott dienen. Und das ist eine Lüge. Was Gott will, wird immer mehr Freude bringen, als irgendetwas, was du dir vorstellen kannst. Das ist die Wahrheit. Und wir haben die Freiheit. Was heißt Freiheit hier? Freiheit von Sünde, von dem alten Mensch, der wir früher waren, bevor wir Christus gekannt haben. Wir haben Freiheit davon. Und wir haben Freiheit von dem schlechten Gewissen. Das steht auch in der Schrift. Das ist auch etwas hier, wo du kennst dich selbst hier. Du sitzt da, ich sehe dein Herz nicht. Du weißt, sitzt du da mit reinem Gewissen? Oder gibt es Sachen im Leben, wo du denkst, Mann, wenn die anderen Menschen hier wüssten, was ich diese Woche gemacht habe. Aber das muss nicht sein. Und sogar wenn das der Fall heute ist, es muss nicht so weitergehen. Man kann bekennen. Man kann zu Gott bekennen. Man kann zu den anderen Christen bekennen. Man kann wieder frei sein. Und das ist eine große Hoffnung. Das ist diese Frage, wenn ich frei bin,
wenn ich frei von der Sünde bin, wenn ich frei von einem schlechten Gewissen bin, dann bin ich frei, anderen Menschen zu dienen. Ich bin frei, auszugehen. Ich habe nichts zu beweisen. Ich habe auch schon alles in Christus. Schon ewiges Leben. Ich habe es schon. Das ist diese Freiheit. Früher war es ja so, man dachte, ich muss was tun. Ich muss das tun. Ich muss das tun. Ich muss das tun. Ich muss das. Ich muss das abtun. Ich muss das. Und jetzt in Christus, er hat alles getan. Jetzt muss ich nicht. Aber ich darf daran teilnehmen, was er heutzutage tut. Ich darf Zeit im Gebet verbringen. Ich darf sein Wort lesen. Ich muss nicht 10 Minuten jeden Tag sein Wort lesen, aber ich darf und ich bin davon überzeugt, dass wenn ich das tue, ist es mir ein Segen. Das ist Glauben. Ich glaube, dass oft denken wir, was bringt das? Ich bin irgendwie traurig, ich habe so viel zu tun. Was bringt es, wenn ich bete jetzt? Was bringt es, wenn ich das Wort lese? Die Wahrheit ist, die allerbeste Sache, die man machen kann, ist alle Sachen mit dem Herrn tun. Das ist kontinuierliches Gebet. Ich denke auch an Daniel. Wir haben so heutzutage, ich kenne es auch, ich mag nicht stille Zeit zu tun, nur weil man ein guter Christsein ist, wenn man stille Zeit tut. Wenn das mein Grund ist, dann tue ich es nicht. Aber wenn mein Grund ist, nein, ich will nah zu dem Herrn sein, ich will von ihm hören, dann tue ich es. Und ich denke an Daniel. Er hat so eine Routine. 3 Mal pro Tag hat er gebetet. 3 Mal. Das ist gesetzlich. Hör auf, gesetzlich. Mache kein Gesetz. Aber ich sage, das war ein Mensch, der davon überzeugt war, dass wenn er betet, Gott ihn hört. Wenn wir so beten mit solcher Überzeugung, dass wenn ich bete, der Herr der Himmel und Erde, er hört mich und er antwortet, das ist eine Ermutigung. Dann habe ich die Befähigung, barmherzig zu sein. Ich gebe ihm alles, was in meinem Leben ist, alle meine Sorgen, alles, was mich hindert. Ich gebe es zu ihm. Und dann kann ich rausgehen. Ich habe nichts zu fürchten. Ich habe nichts zu beweisen. Ich kann Liebe weitergeben. Sein Geist ist Liebe. Die Liebe drängt uns. Er bewirkt in uns. Man muss nicht selbst versuchen, barmherzig zu sein. Der Geist in uns. Die Frage ist, lasse ich los? Lasse ich meine Pläne los? Lasse ich alles los und vertraue dem Herrn? Und dann wirkt er. Und das ist, was hier wir haben. Wir haben diese Änderung. Wir sollen eine Änderung in unserem Leben sehen. Es passiert nicht über Nacht. Wir würden Fehler machen. Wir werden Fehler machen. Das darf man. Jesus hat schon bezahlt. Wir werden Fehler machen. Aber wenn ich einen Fehler mache, dann gehe ich sofort zurück zu dem Herrn. Sage es, verzeihen, Herr. Lass mich weiter mit dir wandeln. Und wenn wir das tun, ich glaube, dass wir Änderungen in unserem Leben sehen werden. Das ist, was hier in 2. Korinther 3, 18 sagt. Wir alle aber sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel, und werden in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ganz so wie der Geist das Herrn wirkt. Er wirkt in uns. Der den Heiligen Geist hat die Macht Geist beim Wirken in ihm. 1. Korinther 10. Es gibt auch diese Fleischfreiheit. Ich will das erwähnen. 1. Korinther 10. 23 und 24. Und Paulus schrieb, alles ist mir erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern jeder, was dem anderen dient. Alles ist mir erlaubt. Es gibt so viel, was keine Sünde ist. Es ist mir erlaubt. In diesem Sinne sind wir nicht gesetzlich, in diesem Sinne sind wir frei. Aber nicht alles ist nützlich, nicht alles hilft mir, nicht alles hilft der Gemeinde Jesu. Und das ist gut daran zu denken, wenn man seine Freizeit strukturiert und verbringt. Herr, ich will die Sachen tun, die nützlich sind, die die Gemeinde Jesu erbauen. Das will ich tun. Und ich finde so einen Trost daran zu denken, manchmal
wenn man weniger Zeit hat, dann denkt man nicht so viel über solche Sachen. Man sucht nicht irgendwas, um Freude zu bringen. Oder man tut einfach, was vor man steht. Es gibt schon genug und man tut was. Aber manchmal hat man mehr Freizeit und dann neigt man dazu, wenn man ein falsches Verständnis von Freiheit hat, versucht man einfach diese Zeit zu füllen mit Sachen, die scheinen, Freude zu bringen. Es kann so sein. Und ich habe nichts dagegen. Ich tue Sachen nur zum Spaß. Brettspiel mit der Familie. Oder es gibt so viel, was Gott uns gegeben hat, die einfach Spaß ist. Und wir dürfen das. Aber manchmal hat man einfach Freizeit. Es gibt nichts Klares, was man machen soll. Und ich finde es ein Trost zu wissen, okay, es ist mir gerade unklar, Herr, was ich mit dieser Zeit machen muss. So, aber ich darf zu dir beten. Ich darf an meine Geschwister denken. Ich darf an die Gemeinde denken. Und ich weiß, dass du mich hörst. Und ich würde euch empfehlen, wenn du findest, dass du viel Freizeit hast und weißt nicht, wie du das gut verbringen kannst, Gebet steht immer zur Verfügung. Was hat, geh ein Kapitel vorher, 1. Korinther 19. Paulus schrieb, denn obwohl ich frei bin von allem, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen. Da war ein Mensch, der brennt, der dieses Feuer im Herzen hatte. Und ich glaube, er muss kein außergewöhnlicher Mensch sein. Das kann jeder Christ sein. Wir haben eine Wahl. Inwiefern lassen wir uns der Herr uns führen? Er will uns führen. Er will uns alles geben. Ich meine das für uns alle hier als Ermutigung. Nicht zu denken, wie schlimm wir bisher gemacht haben und wie viele Sachen wir besser machen können, sondern es gibt so eine Freiheit, so eine Chance, die vor uns steht. Ein erfüllendes Leben zu führen mit dem Herrn. Wir reden auch über Gericht. So, wir haben bisher über diese Nächstenliebe und die Freiheit geredet. Aber was mit Gericht? Gericht wurde auch in Jakobus erwähnt. 2. Korinther 5, 9 bis 10. Wir reden über Christen hier. Wir wissen schon, dass die nicht an Christus glauben, die Gott hassen, die Gott nicht annehmen, es gibt die Hölle, es gibt Gericht für sie. Aber für Christen, was für ein Gericht? 2. Korinther 5, 9 bis 10. Darum setzen wir auch unsere Ehre dafür ein, ihm zu gefallen, ob wir daheim sind oder in der Fremde. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder empfange, je nachdem, wie er gehandelt hat, im Leib, sei es gut oder böse. Es geht hier nicht um Heil. Wenn man in Christus ist, ist man in Christus. Man wird in den Himmel kommen. Es geht hier um Belohnung. Es geht hier um, wie hast du als mein Knecht gedient? Und es gibt Belohnung. Das hat Jesus auch erwähnt. Das ist für uns eine Ermutigung. Die große Ermutigung ist schon, weil ich gerettet bin, weil ich so geliebt bin, dann tue ich es gern. Das ist schon die größte Ermutigung, die wir haben. Aber es hilft auch dabei zu wissen, auch an die schweren Tagen, wenn es scheint, nichts zu bringen, es gibt eines Tages einen Lohn im Himmel, wenn ich dem Herrn diene. Dazu Lukas 6, ein klares Beispiel dafür. Eine der vielleicht schwierigsten Sachen zu tun als ein Christ. Lukas 6, 32 bis 36. Jesus hier redet. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut,
die euch Gutes tun. Welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder leihen den Sündern auch, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu hoffen. So wird euer Lohn groß sein. Und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie euch euer Vater barmherzig ist. Und dann sehen wir auch schon wieder diese Barmherzigkeit. Der Herr ist barmherzig und das ist unser Grund. Denkt nicht daran, ob der Mensch es verdient hat oder nicht. Das hat nichts mit Verdienen zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir schon alles in ihm gekriegt haben und schon befreit sind. Und wir dürfen ihm mit ganzem Herzen dienen. Ich möchte kurz eine Geschichte von einem Missionar erzählen. Vielleicht habt ihr den Namen Jim Elliot schon gehört. Er war 28, als er nach Ecuador gefahren ist, als Missionar. Manche haben ihm den Rat gegeben, bleib einfach in den USA, es gibt schon viel genug hier zu tun und sowas, aber er dachte, eigentlich ist die Gemeinde Christi hier ein bisschen satt, es gibt schon genug Arbeiter hier, es gibt Menschen, die da sind, die noch nicht von Jesus gehört haben, ich möchte dahin gehen. Und so, nach Planen, nach Trainieren und sowas, endlich kam die Zeit, er war vielleicht 3 Jahre damals verheiratet, hat eine Tochter, aber ist mit einem Team von 4 so anderen Männern dahin gefahren, in Flugzeugen. Sie haben gelandet und kurz nachdem sie haben versucht, diese Indianer zu erreichen, die sie wussten, sie waren sehr aggressive Menschen. Und es hat nicht lange gedauert, bis die Menschen, die dahin gefahren sind, getötet wurden. Und er hat es gibt ein Zitat von ihm, und er sagt, er ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um damit zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Aber ich habe nicht die Reste der Geschichte erzählt. Seine Frau, nachdem er gestorben ist dahin mit ihrem, glaube ich, 3 Jahre alten Tochter dahin. Und ich glaube, 2 Jahre hat sie da gedient. Und die Frucht dieses Dienstes ist, dass diese Menschen, die ihren Mann getötet haben, sind zu Jesus gekommen. Und dann siehst du, wie der Herr arbeitet und wie er einen Knecht nutzt. Jemand, der bereit war, alles zu geben, sodass Menschen Jesus kennen können. Und nicht jeder von uns wird so einen Dienst erwiesen oder erweisen. Aber die Frage ist, wollen wir? Sind wir bereit zu tun, alles, was er von uns tun würde? Wollen wir ihm dienen mit ganzem Herzen? Er ist bereit. Sind wir bereit? Möge der Herr uns alle segnen. Der Herr segne euch. Amen. Amen.